Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und ich bin ja gerade dabei, die Quest 3S so ein bisschen zu testen, zu erforschen und gucken, was ich davon halte. Und eins der Dinge, die natürlich sofort aufgefallen sind, ist, es gibt kein Headphone Jack mehr, keine Klinkenbuchse. Und ich bin das ja quasi schon gewohnt mit der Pico 4 und auch mit der Pico 4 Ultra. Da gab es auch keine. Und die Quest 3S hat jetzt auch keine Klinkenbuchse. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt den Sound nicht so toll finde und Alternativen haben will oder Kopfhörer benutze, was muss ich da beachten? Und in diesem Video soll es darum gehen, welche Kopfhörer funktionieren, worauf muss ich achten, ein paar Empfehlungen und so weiter. Das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Wie schon erwähnt, hat sowohl die Quest 3S als auch die Pico 4 Ultra und eben auch die Pico 4 keine Klinkenbuchse. Wir haben nur einen USB-C-Anschluss. Natürlich können wir einen Adapter verwenden, zum Beispiel so einen kleinen hier, der Direktklinke erlaubt, aber dann stellt sich natürlich die Frage, ey, ich kann dann aber nicht aufladen gleichzeitig. Ne? Hier könnte man das verwenden. Ich habe dieses hier für die Pico 4 Ultra, diesen Adapter bekommen mit diesem Gerät hier. Das ist von Modicap, so Kopfhörer, die sind so ein bisschen Marke Eigenbau, so sehen die auch aus, funktionieren auch sehr gut, funktionieren aber eben nur, wenn die passenden Anschlüsse haben. Hier, das Ding ist zum Beispiel für die Pico 4 und eben auch für die Pico 4 Ultra, weil die kompatibel sind. Und das könnte ich jetzt hier anschließen und dann hätte ich hier Kopfhörer dran, ne? Wenn ich die jetzt befestigen würde, ist jetzt nur ein Beispiel. Das geht natürlich, aber wir können dann natürlich nicht aufladen, ne? Dann können wir keinen externen Akku benutzen und auch nicht PC-VR spielen. Das wäre natürlich sehr schade. Da gibt es natürlich noch andere Adapter, die ein bisschen also, die auch noch einen Stromanschluss haben. Das Ding hier zum Beispiel, also das Ding hier zum Beispiel, das hat Klinke und USB-C. Und ich habe hier noch einen extra Adapter, der den Winkel einfach ein bisschen besser macht. Na komm, Fokus. 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 Möchte er nicht. Naja, ihr versteht, was ich meine. Der, den kann man so befestigen, dass der hier zur Seite geht. Und dann könnte man das hier irgendwo befestigen und dann könnte man das auch benutzen. Was mit dieser Methode nicht funktioniert, ist PC-VR, weil dieser Adapter hier einfach nicht nur Strom durchlässt und keine Datenübertragung, vor allem nicht in dem Bereich, den wir haben wollen. Hier bei der Quest 3S natürlich genauso. Damit könnten wir jetzt einen Bovo VR Akku-Strap benutzen. Ist natürlich nur eine kleine Kabellage hier. Muss man wissen, ob man dazu Bock hat. So, das wären Adapter, die hätten wir damit abgefrühstückt. Was natürlich auch funktioniert, sind klassische Kopfhörer. Also, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Tiger hier, wie heißt die Marke nochmal? Sennheiser. Ich sehe schon, dass das Polster hier abranzt. Das ist ja traurig. Naja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber egal, darum geht es ja eigentlich gerade nicht. Kann man hier vertauschen. Das Kabel hier ist aber ultra lang. Ja, ultra langes Kabel. Und wenn ich das hier mit einem Adapter benutze, wie diesem hier, müsste ich das tausendmal irgendwo rumdengeln. Machen bestimmt auch viele, finde ich jetzt aber nicht super optimal. Dann habe ich hier noch andere Kopfhörer. Das sind jetzt Bluetooth-Kopfhörer. Die könnte ich jetzt natürlich per Bluetooth hier an das Ganze verbinden, aber Bluetooth ist so eine Sache. Die Bluetooth-Standards, die wir hier in den VR-Headsets haben, im XR2 Gen 2 Chip, die haben eine derart hohe Latenz, dass die meisten Leute damit nicht gut klarkommen werden. Vielleicht reicht es, wenn ihr ein YouTube-Video guckt oder so, aber bei einem Shooter, wenn ihr schießt und ihr seht die Flamme, die aus der Waffe rauskommt und so weiter, der Sound kommt hinterher. Das funktioniert nicht gut. Ihr drückt den Trigger und dann, ne, ihr versteht schon, was ich meine. Das heißt, die Dinger per Bluetooth anzuschließen, ist vielleicht nicht optimal. Dann könnt ihr natürlich hier Klinke benutzen, also hier direkt Klinke hier mit dran zu machen. Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht probiert, ob ich das direkt per USB-C anschließen kann. Hängt bestimmt vom Headset ab.
eventuell wäre das möglich. Bei diesem Headstrap hier, bei diesen Kopfhörern hier, das sind die SteelSeries. So, jetzt habe ich noch mal nachgeguckt. Das sind die SteelSeries Arctic oder Arctic 7 und die haben einen Dongle. Das ist eben ganz wichtig, wenn ihr latenzfreien Sound haben wollt, dann könnt ihr einen Dongle benutzen. Den packt ihr dann hier an die Seite und dann könnt ihr eure Kopfhörer aufsetzen. Diese passen auch tatsächlich ganz gut, wenn man sie ganz ausfährt. Das ist nämlich auch die Frage, die man sich stellen muss, ob die passen, ne? Ich kann das jetzt mal hier ausprobieren mit der Pico 4 Ultra, ob ich die hier so rüber bekomme, ne? Das geht, liegen dann vielleicht nicht perfekt auf den Ohren. Gucken, ob das geht mit der Quest 3S. Ja, die kriegen wir schon irgendwie drüber. Also, was das angeht, eine Empfehlung von mir. Das Problem, was wir haben, wenn wir Sachen anschließen wollen, dass das Mikrofon hier erkannt wird und dass eventuell das Mikrofon von dem Headset nicht mehr benutzt wird. Da habe ich jetzt noch keine Meinung zu mir gebildet. Es gibt bei der Pico 4 die Möglichkeit, eine App runterzuladen, die nennt sich Lesser Audio Switch. Die kann man benutzen, um das Ganze zu wechseln. Bei der Quest 3 weiß ich gerade gar nicht, ob man nicht mittlerweile die auch so tauschen kann. Wenn nicht, müsste man das auch sideloaden, diese App. Bei der Pico 4 Ultra funktioniert die App bei mir gerade nicht mehr. Das ist leider das Downgrade. Also wenn ihr nebenbei Aufnahmen macht oder eben im Voice seid, ist die Qualität von solchen Mikrofonen meistens nicht so gut wie das interne bei der Quest oder bei der Pico 4 Ultra. So, bei denen ist aber der Nachteil, dass wir auch nicht aufladen können, ne? Und da kann man natürlich gucken, ob es mit dem Adapter funktioniert und so. Das habe ich jetzt bei dem nicht gemacht, aber da müsste man natürlich gucken, wird Strom übertragen und auch die Daten. Und oft ist es so, dass die Daten nicht mit übertragen werden und dann funktioniert das eben nicht. Dann habe ich schon mal ein Video gemacht zu den Soundcore Dingern hier. Soundcore VRP10, diese hier. So, die habe ich lange Zeit benutzt, denn das Besondere an denen ist erstmal diesen In-Ear. Muss man natürlich mögen, ein Fan von sein. Na komm. So. Und die haben einen Dongle. Und die haben nicht nur einen Dongle, sondern die haben auch hier 'n Anschluss, ne, um Strom durchzuliefern. Davon es gibt nicht viele, die sind auch meistens extra für VR entwickelt. Die von Soundcore sind extra für Meta entwickelt, funktionieren aber auch mit der Pico 4 Ultra, dass wir 'n Dongle haben, damit es eben latenzfrei ist und dass wir da sogar 'n kleinen Anschluss haben, um Strom durchzuziehen für unsere Akku-Headstraps. Die habe ich lange benutzt, weil es eben auch keine Alternative gab. Der Sound ist voll in Ordnung. Ich mochte nicht so gerne die Silikon-Cups hier. Die waren einfach nicht so, passten nicht so gut zu meinen Ohren. Und ja, die Verpackung ist ein bisschen friemlich. Zu den Dingern habe ich ein extra Review gemacht, ist schon eine Weile her. Und auch hier ist das Problem leider, dass wir das Mikrofon von den Dingern hier sonst haben. Müsste man mit dieser App Lesser Audio Switch tauschen. Ja, in meinem anderen Video habe ich das mal erklärt, wie das funktioniert. Ansonsten verlinke ich euch hier unten Videos, wie ihr das mit Lesser Audio Switch kombiniert. Eben nur der Fall, wenn ihr das Mikrofon unbedingt benutzen wollt, aber wenn ihr zum Beispiel Beat selber spielt und einfach nur geilen Sound auf die Ohren haben möchtet, dann könnt ihr die ruhig benutzen. Dann sind die total in Ordnung. Jetzt habe ich seit kurzem was komplett Neues, ne, nämlich die Prism XR Headphone-Dinger. Hier ist sogar noch das Ding hier drauf. Die Folie. Und die sind im Prinzip, gehen nach dem gleichen Prinzip. Ich finde die nur um einiges hochwertiger als die Soundcore. Die Verpackung ist hier ganz süß, geht leicht auf. Mal ein bisschen kritisieren könnte man, dass man nicht immer weiß, wo das Ding hier aufgeht. Und der Dongle hier ist viel besser zu erreichen. Also ihr seht hier auf jeden Fall auch USB-C Dongle mit extra Ladeanschluss. So, und die Dinger finde ich super. Also die haben noch mal 'n bisschen besseren Sound. Die Mikrofonqualität ist immer noch nicht super,
aber ein Tick besser als die von Soundcore, also sollte man die verwenden wollen, ist es auf jeden Fall eine Notlösung. Die sind einfach ein Tick hochwertiger. Also, die sitzen bei mir besser in den Ohren und, ich bin total begeistert von denen und ich nutze die. Ich habe hier die grad noch mit meinem Handy verbunden. Ne, mit Touch kann man die hier benutzen und, das Ding kommt hier an den Dongle von der Pico 4 Ultra oder eben bei der Quest 3 oder Quest 3S, ja? Funktioniert eben auch bei der Quest 3, aber warum ich dieses Video mache, ist natürlich, weil die Quest 3S keine Klinkenbuchse mehr hat, ja? Die, Kopfhörer hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist so mein neuer Geheimtipp und, ich bin total begeistert von denen. Die kann man auch, aber die Soundcore-Dinger auch kann man auch am Handy anschließen per Bluetooth. Also, man kann auch so die simultan funktionieren. Es gibt auch Apps, wo man das einstellen kann. Da könnt ihr den Equalizer einstellen bei beiden. Also, Links in der Beschreibung. Vielleicht ist es ja auch nur abhängig, habt ihr Bock auf weiß, habt ihr Bock auf schwarz? Vielleicht, ist das für euch eher der Faktor, der für euch entscheidend ist. Ja, ich glaube, damit habe ich meine Gedanken zusammengefasst, was das ganze Thema Audio angeht. Es gibt natürlich etliche Produkte, Headstraps mit Audiolösung und so weiter. Darauf bin ich jetzt gar nicht sonderlich eingegangen. Mein Hauptfaktor war hier ein bisschen zu erklären, welche Alternativen gibt es überhaupt. Dadurch, dass es keinen Klinkenanschluss mehr gibt, müssen wir auf den USB-C-Port setzen, dass wir Bluetooth vermeiden sollten, weil die Qualität ist nicht das Problem, die Latenz einfach so hoch ist, dass es quasi unbrauchbar ist. Wir müssen Sachen suchen, die einen Dongle haben und deswegen diese beiden hier und die Kopfhörer hier, wenn man Over-Ears haben will, auch super dank Dongle. Und hier haben wir eben das Problem, dass wir nicht aufladen können. Wenn ihr Kopfhörer habt, die einen Dongle haben, die ich noch nicht erwähnt habe oder die andere noch nicht kennen, gerne unten in die Kommentare reinhauen. Dann sammeln wir vielleicht ein bisschen, weil ich suche immer wieder nach Kopfhörern, die einen Dongle haben, denn, anders kommen wir eben nicht an Sound ran für die Quest 3S und für Pico-Headsets, ne? Oh, eine Sache habe ich vergessen. Das Tolle an Donglen ist auch, dass wir die Sachen direkt an die Konsole machen können. Die Dongles hier gut, dass ich das nicht vergessen habe. Hui, ganz wichtig für mich persönlich. Diese hier und der Dongle für das Ding können wir direkt an den PC anschließen, um da den Sound zu nutzen. Da können wir das natürlich auch vermeiden, dass wir das doppelt gemoppelt haben, dass wir zum Beispiel das Mikrofon nutzen von der Quest 3 oder Quest 3S oder Pico 4 und dann am PC irgendwas zocken, keine Ahnung, VR-Chat oder ihr spielt irgendeinen Shooter oder macht was auch immer. Dann habt ihr eine direkte Verbindung zum PC, habt auch direkten Sound und damit funktioniert es auch. Und das Ganze funktioniert auch mit der PSVR 2. Ne? Das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Also Dongle einfach in den PC rein und dann PC-VR streamen. Das funktioniert auch super. Ja, ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Lösung ihr benutzt oder seid ihr komplett zufrieden mit dem internen Sound der Quest 3S oder eben der Pico 4 Ultra. Setzt sie lieber auf einen Adapter oder habt ihr schon mal was mit einem Dongle ausprobiert? Solltet ihr eins der Produkte kaufen, die ich erwähnt habe oder die unten in der Liste stehen, gerne meine Affiliate-Links benutzen, dann bekomme ich einen kleinen Affiliate-Bonus sozusagen. Damit würdet ihr meinen Kanal unterstützen und ihr habt keinerlei Nachteile damit. Codes habe ich, glaube ich, leider keine für die Produkte hier. Aber wenn doch, dann lasse ich es euch in der Beschreibung wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.